Heute erlebt Kiko ihre erste Stunt-Ausbildung. Der gefährlichste Job am Filmset. Go! Aus einer bestimmten Höhe in ein Luftkissen, Beine gebrochen. Ich hatte Angst. Es ist eine andere Nummer. Ich dachte, ich krieg das hin. U-Stunts unterstützt uns heute dabei auf jeden Fall, Stunts zu machen. Yeah! Natürlich freut er sich auf den Dreh, weil ich ja die ganzen Stunts machen muss. Heute soll sie die volle Ladung kriegen. Am Ende gibt's, by the way, auch einen kleinen Film. Guck mal, wir haben da freshes Auto und da frische Halle, wo Action gemacht wird. Möglich ist es, weil wir heute mit Sundance zusammenarbeiten. Die unterstützen Creator nämlich dabei, noch kreativer zu sein mit ihren superschnellen und zuverlässigen Laufwerken und Speicherkarten. Und außerdem haben sie mir noch was geschickt. Darf ich vorstellen? Memory Man. Er bietet uns nämlich nochmal eine andere Perspektive auf die Stunts, nämlich aus der POV. Mit der SSD im Herz nimmt er alles mit, was ihn zu perfekten Creator-Companion macht. Und außerdem wird er euch einen Einblick in meinen kreativen Prozess geben. Das seht ihr aber in einem Behind-the-Scenes-Video, was ich euch am Ende verlinke. Und so weiß Kiko auch, was auf sie zukommt. Wie fühlst du dich gerade? Cool. Cool. Kiko war auf jeden Fall nervös. Sie sagt nicht einfach so cool. Cool? Cool. Wir wollen nämlich anfangen. Okay, die Jungs haben sich gerade hinter der Kamera versteckt. Wir sind auch nervös. Ich bin Nikolai, ich bin Stunt-Koordinator vom Hauptberuf. Nikolai und sein Stunt-Team waren auch für die Roboter-Action bei der Netflix-Serie Cassandra verantwortlich. Perfekt. Wo meinst du, werde ich so die meisten Probleme haben? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir machen ja so das kleine Einmaleins der Stuntarbeit. Also ich glaube so, dass die meisten Menschen eine Schwierigkeit mit Höhe haben tatsächlich. So Höhenangst, das kann auch jeder nachempfinden. Das haben auch einfach sehr viele Leute. Hast du denn Angst? Nö. Ja. Das habe ich schon oft gehört. Ja, dann habe ich wohl meine Schnauze ein bisschen zu voll genommen, ne? Wir machen das ja immer alles so, dass das auch sicher ist für dich. So. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann musst du es trotzdem machen. Das ist so doof. Bau wollte ja unbedingt, dass wir Kiko fliegen lassen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, so 2 Meter. Nein, er schickt mir das Konzept und sagt so, okay, ich will einfach mal, dass sie 20 Meter fliegt. Von hier auf das Gerüst da oben drauf. Bei Stunts geht es vor allem um das Vertrauen in das Team und deswegen dachte ich, ist das der perfekte erste Stunt. Wir haben dann eine Highline gespannt, so nennt sich das Seil, an dem Kiko hängt. Das ist eine Highline, an der führen wir sie. Da haben wir sie genau unter Kontrolle und können genau bestimmen, wo geht sie los, wo landet sie. Und das ist moderate Geschwindigkeit, hast du gesagt, ne? Für mich zu langsam. Kann auch schneller sein. Das sind die Westen, die ihr auch aus allen Marvel-Filmen und alles kennt. Unter dem Kostüm, das sieht man natürlich am Ende des Tages nicht, aber du hast halt ganz viele sogenannte Picking Points, wo du mit deinen Seilen rangehen kannst. Das heißt, du kannst ganz viele verschiedene Bewegungsarten fliegen. Scheiße, ich will das selbst machen. Dann bekommt man schon mal die Gelegenheit zu fliegen. Also das ist mega cool. Ich frage mich eher so, hält das Seil sie? Ja, das frage ich mich auch. Aber deswegen hält mir. Diese Seile, die halten 6 Tonnen. Also ich merke schon, das wird langsam ernst. Ja. Warte, ich muss richtig hängen? Ja. Okay. Dass du noch deinen Arm ausstreckst und dein eines Bein anwinkelst. Genau. Für dich ist einfach Pose halten. Anlauf und Pose halten. Den Rest machen die Jungs. Und oben dann greifen. Okay, ready? 3, 2, 1 und go! Okay, können wir noch eine machen? Das war voll das coole Gefühl, einfach so hochzukommen. Also Bau hat sich ja eigentlich immer gefreut, Kiko leiden zu sehen. Die erste Szene mit Kiko war direkt so, okay, sie folgt genau den Anweisungen, sie kennt sich mit ihrem Körper aus. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil in unserem Berufsfeld ist natürlich diese Körperbeherrschung eines der wichtigsten Dinge, die man haben kann. Weil wenn du mit deinem Körper nicht umgehen kannst, dann tut's weh. Im schlechtesten Fall der Fälle. Aber wir haben Spaß. Ja, sie hat Spaß. Ich war da einfach ultra gestresst, weil ich mir so die ganzen Shots ausdenken musste für den Endergebnisfilm. Ja, das war auf jeden Fall, ja. Kiko hat ihren Spaß. Wir ziehen Kiko jetzt hier über den Tisch. Sie wird hier aufgeschleudert und dann über das ganze Ding gezogen. So strong, Bau. Wenn es nur das gewesen wäre. Wir ziehen Kiko nämlich rückwärts runter vom Tisch. Ich würde mich auch trauen, auf jeden Fall. Das will ich sehen. Nicht heute. Wie lande ich am besten? Das ist eigentlich gar keine Option. Landest vermutlich. Korrekt ist er. Ja. Okay. Halt dich einfach in der Position, wo du hier gleich drauf liegst. Wenn du irgendwo die Arme halt runter machen würdest, dann würdest du halt auf deinem Arm landen. Das wollen wir nicht. Wie fühlt es sich an? Nicht safe! Das war more scary, als das Ding hochgezogen zu werden, denn ich musste ja gucken, dass ich weder nach unten wegkippe oder nach oben wegkippe.
Und zusätzlich wusste ich nie, wann der Fall kommt. 3, 2, 1, Anspann! Das ist cool, oder? Für außen geht's. Und das tat auch so ein bisschen weh im Nacken, weil ich habe mich zu spät angespannt. Da hatten wir natürlich so eine Extramatte, damit Kiko sich dran so ein bisschen gewöhnen kann. 3, 2, 1, go! Du machst vielleicht so einen Stunt 3, 4 Mal. Du fällst halt immer auf dieselbe Stelle und das oft zu machen. Ja, dann merkst du irgendwann deinen Körper und denkst dir so, oh, what? Also zum Glück waren da Matten gewesen. Go! Okay, der war schon härter, der. Ja, du hast 30 cm tieferen Fall. Deswegen. Oh, die Matte war weg. Ja, das ist einfach so. Haben wir nicht gesagt, ne? Haben wir vergessen. Wie war das mit Vertrauen? Als nächstes gehört zur Stuntausbildung natürlich Kämpfen. Aber weil ihr Kiko schon so oft kämpfen gesehen habt, haben wir uns was Besonderes überlegt, was auch dazu gehört. Das ist ja Crashglas, extra gemacht für Film. Das sieht aus wie Scherben, ist aber sind keine echten. Trotzdem, der gefährlichste Bereich bei sowas sind die Augen. Weil klar, das Ding zersplittert, das heißt, es kann immer in die Augen gehen. Dann kannst du entweder das machen oder du kannst dich wegdrehen und deine Augen zumachen. Nico hat ja gesagt, es ist gar nicht so hart, es hört sich nur härter an. Eigentlich ist es nur so. Ich sag mal, unsere Kunst ist es, hart aussehen zu lassen, aber uns dabei auch nicht zu verletzen und es auch nicht hart zu machen. Auch wenn es Crashglas ist, kann super viel daneben gehen. Achtung und 3, 2, 1, go! Cool. So ein Arm. Wie geht's? Das war mehr als nur so ein bisschen. Ja. Es war... Aua. Also ich muss echt sagen, bei euch fühle ich mich richtig wohl. Richtig safe. Hast du das gehört? Und jetzt darf ich mal draufhauen. Die Wahrscheinlichkeit für das, was gleich passiert, ist 1 zu 1 Million, hat man mir gesagt. Und wir haben das auf Kamera. Also das habe ich tatsächlich noch nie so gesehen. Oh Mann, es tat mir so leid. Achtung und 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Ah, das war doch die echte Flasche, scheiße. Zum Glück haben wir das auf Kamera, Leute. Warte, war das wirklich die echte? Nee, das ist Nein, das ist nicht die echte, das ist nicht die echte. Das hat einfach Klock gemacht, so. Was gestern mit Erik passiert ist, ist eigentlich 1 zu 1 Million. Das kracht schon, wenn du es in der Hand hältst. Das ist ja dazu gemacht, dass es auseinanderbricht. Der arme Erik. Weil das passiert eigentlich nie, dass diese Flasche nicht kaputt geht. Und da hat sie die in diesem minimalsten Winkel getroffen, dass sie Erik eigentlich eher hat ausgenockt. Okay. Hört zu, Leute, hört zu. Wir hatten nur diese eine Flasche für diesen einen Shot, weil die einfach ultra teuer war und weil wir natürlich nicht so viel haben. Und schaut mal, was jetzt passiert. 3, 2, 1, go! Also ich glaube, Kiko war da nicht bei der Sache. Die sollte eigentlich weiterspielen. Ich halte so die Kamera drauf für die Szene und Kiko ist so, ja, Action, oh, jetzt muss ich wieder rein. So. Ja, Kiko war kurz so, Was soll ich machen? Die war weg. Jetzt muss ich mir irgendeinen Scheiß überlegen nochmal. Also theoretisch kann ich auch einfach da cutten, wenn so und dann nochmal close an sie ran. Genau, dann machst du das nochmal. Da habe ich wohl verkackt. Ja, danke. Ja. Das war das unüberzeugteste Ja. Ja. Jetzt fangen wir an mit Driften. Kurze Side Note. Kiko saß nämlich nur einmal hinterm Steuer in den letzten 11 Jahren. Und das auch nur hinterm Automatikgetriebe. Ich habe das Gefühl, ich kann driften. Ich habe schon oft Mario Kart gespielt. Er kommt mit Mario Kart! Rainbow Road! Ja, Mann, da muss man auch viel driften. Gran Turismo habe ich auch ein bisschen gespielt. Need for Speed. Ja, Need for Speed, Burnout Paradise, also. Ich habe alles gespielt. Bekomme ich bitte eine Drift-Demonstration? Das passiert halt, wenn du an der hier ziehst. Okay. Hi, ich bin Marcel Stefanski, Stunt-Performer, Stunt-Koordinator, Rigger. Meine Spezialisierung liegt eigentlich zum größten Teil auch bei Präzisionsfahrten, Stuntfahrten. Oh Mann!
Ja, das war schon ein bisschen hart, auf jeden Fall. Aber egal, es geht ja um Kiko. Und die Leute flippen völlig aus, weil sie halt nicht wissen, was passiert jetzt. Und wie ist es? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Du hast es dir selber ausgesucht. Und ich dachte so, und das muss ich machen. Olli steigt jetzt hier rein. Wir haben ja natürlich auch jemanden gebraucht, der das Ganze mitfilmt. Ey, aber unterschätzt die Fliehkraft nicht, ne? Also da vorne bist du schon so am Fliegen, deswegen beschützt die Kamera mit deinem Leben. Ganz ehrlich, wenn ich mich bei meinen Kollegen reinsetze ins Auto und wir fahren 2 Runden auf dem Drift-Track, ich bin für den Tag nicht mehr zu gebrauchen. Weil mir einfach schlecht wird. Geht das so? Mir selbst war schon super schwummrig, als ich aus dem Auto stieg. Ich bin ja achterbahnresistent ziemlich, aber mir wurde daneben so schlecht und ich wurde so hardcore durchgeschüttelt, dass ich gesagt habe, ich fühle mich darin nicht safe. Aber so ausbrechen kann der Wagen nicht? Nein. Kiko fährt jetzt, oder was? Ja, sie ist so lange kein Auto mehr gefahren. Ja, voll im Schaltauto. Schalten, ne? Ja. Du musst nicht schalten, du musst nur Go-Kart fahren eigentlich. Wieso stresst du? Ich dachte, das liegt an euch. Das ist rot! Drifte mal. Kiko fährt, okay. Kupplung drücken, ersten Gang rein, musste ich ein bisschen helfen, weil der einfach sehr hart schaltet, der Wagen. Alles gut, ist nicht schlimm. Ich habe das Auto abgewürgt. 1-, 2-mal abgewürgt, aber das ist auch normal. Man muss sich ja erstmal rantasten an ein Auto. Gambate. Kiko. Schön stark einlenken und 3, 2, 1 und voll drauf lassen. Gas, 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 Gas. Irgendwie habe ich mich nur an den Anweisungen von ihm gehalten und irgendwie hat es funktioniert. Ich habe den Schrei aus 50 Metern Entfernung gehört. Du latschst gleich voll aufs Gas drauf. Ich helfe dir dann ein bisschen aufzumachen, okay? Und voll drauf. Richtig durch. Okay, ist nicht schlimm, Okay, ein bisschen runter vom Gas. Man muss fairerweise sagen, das Auto ist etwas umgebaut und modifiziert, dass es leichter funktioniert und auch driften kann. Gerade die neueren Autos, muss man sich überlegen, die haben so viele Sicherheitssysteme, was für uns tatsächlich ein großes Problem ist, weil man dann eben nicht mehr so leicht driften kann. Genau aus dem Grund, macht so ein Shit nicht bei eurem Wagen nach, das wird nicht funktionieren. Dafür sind die Autos umgebaut worden. Okay, Sicherheit, Leute. Worauf kommt es an? Dass sobald der Wagen anfängt auszubrechen, muss man das Lenkrad locker lassen und dass der Winkel größer wird. Und jetzt Vollgas drauf. Bleib drauf. Anfangs so der Drift, wo Kiko losgelegt hat, war noch nicht so krass, aber dann wurde so die Fliehkraft immer stärker und stärker und ich dachte so, boah, ich muss mich noch mehr festhalten. So. Junge! Jetzt runter vom Gas. Runter vom Gas. Kein Fuß auf Gas. Da lang, Blake. Oh mein Gott, ohne dich wäre ich, glaube ich, ausgerastet hier. Hut ab, Baby. Pass auf, und jetzt machen wir Folgendes. Du drückst hier aufs Gas gleich, ne, in der nächsten Runde. Drückst dann die Kupplung, dass wir kein Gas mehr haben. Ich ziehe hier an der Handbremse und dann lenkst du nach rechts ein, weil dann schleudert der Wagen. Oh mein Gott. Okay, Gas geben, Gas. Weiter. Kupplung. Boah, Hui ist fast gestorben, Alter. Ich hätte Hui fast umgefahren. Good job. So, du hast auch überlebt. Oh mein Gott, ich hatte so Angst um dich. Ich dachte so, oh mein Gott. Ja, beim nächsten Mal gerne als Beifahrer, nicht im Kopffahrer. Aber ja, war schon krass. Marcel kann so präzise fahren, das ist krank. Wir waren alle so hooked von den ganzen Sachen, die Marcel erzählt hat. Du erkennst zum Beispiel einen guten Drifter oder einen guten Fahrer, wenn er einen Donut macht. Der macht einen Donut immer schön im Kreis. Jemand, der meint, der könnte einen Donut machen, der macht Folgendes. Der schlägt links ein und dann macht das Auto immer das hier. Nach dahin ausgebrochen, nach dahin ausgebrochen, nach dahin ausgebrochen. Das heißt, du hast nie einen konstanten Kreis. Dass wir ihn als Präzisionsfahrer hatten, musste ich natürlich ausnutzen. Marcel ist einfach Leonardo di Tokyo Drift. Marcel dieses Gerät oder dieses Fahrzeug unter seiner Kontrolle hat, dass man das so krass perfektionieren kann. Das ist, also ich habe großen Respekt davor.
Ja. Und dann ist der Reifen geplatzt. Aber wie das passiert ist, haben wir leider nicht auf Kamera. Friends, jetzt kommt unser letzter Stunt. Nämlich springen wir von da oben da runter. Erstmal gibt's Instruction. Höhe ist ja immer so ein Respektding. Und von unten haben die Leute irgendwie keinen Respekt. Aber sobald sie irgendwie irgendwo hochsteigen, dann wird's halt kribbelig so. Ne? Agree. Ich habe das auf jeden Fall so hardcore unterschätzt. Zählen wir runter. 3, 2, 1. Diese Position nehmen wir bei jedem Sprung ein. Egal wie wir da runterspringen. Ob wir mit 10 Saltos da runterspringen oder mit nur einem oder mit gar keinem. Lande ich mit den Füßen zuerst aus einer bestimmten Höhe in ein Luftkissen, Beine gebrochen. Ist das so die normalste Fallhöhe für die meisten Stunts? Es kommt ganz drauf an, was gefragt ist. Wir sind schon bis 26 Meter gesprungen. What? Aber ist es okay, wenn man auf dem Po landet? Ja. Ja? Okay. Von der ersten Etage und der zweiten, ja. Versuch dich jetzt mal nicht nur nach hinten fallen zu lassen, sondern versuch mal auf der Stelle hochzuspringen und dich dann in die liegende Position zu bringen. Und zwar so. Okay? Okay. Schon wieder mit dem Po voraus. Ich glaube, du traust dich nicht mit dem Oberkörper nach hinten zu gehen. Genau. Lass dich ruhig mit dem Rücken, wirklich mit dem oberen, mit den Schultern auch gleichzeitig reinkommen. Ja, genau so. So, lang geschnackt, kommt mit. Yeah! Junge, Alter. Stunt-Leute sind einfach anders. Das ist Stufe 1. Ja? Ja? Okay, wir gehen noch mal eine Stufe höher. Geht noch? Ja, das geht auch. Okay, gut. Perfekt. Da weiß ich, wo ich nämlich Memory Method platziert das. Auf die Etage. Okay. Aber erstmal immer klein anfangen. Also der Aufprallklang war extrem so. Kannst du einfach loslegen. Ich probiere es einfach. Let's go. Okay. Das schaffst du! Here we go. 3, 2, 1 und go! Es ist, man verkopft sich. In dem Moment war ich mir nicht sicher, ob sie wirklich Angst hatte, weil eigentlich hat sie keine Höhenangst. Und los geht's! 3, 2, 1 und los geht's! Yay, let's go! Yay! Gut gemacht! Nicht zufrieden, nochmal. 3, 2, 1 und los! Da habe ich echt gemerkt, so, boah, das ist nicht gerade ohne. Ja, genau das wollen wir sehen. Genau so, nicht anders. Es war jetzt nicht so, dass ich nach jedem Sprung sicherer wurde, sondern nach jedem Sprung habe ich nur noch mehr Respekt vor dem nächsten Sprung und das war irgendwie weird. Oh, aber sie macht schon gute Arschbomben, ey. Ich will auch einmal machen. Das ist mein Highfall. Und dann ging es noch eine Etage höher. Scheiße. Es ist eine andere Nummer. Man muss sich nicht gezwungen fühlen, irgendwo runterzuspringen, wenn man sagt, okay, ich bin kopftechnisch auch nicht dabei oder so, ne? Ich hatte Angst. Boah. Also ich weiß jetzt nicht genau, woher diese Angst auf einmal kommt, weil das war wirklich gemischt. Also ich, wie gesagt, Respekt vor der Höhe. Ich hatte im Kopf die Sprungtechnik, die ich davor mehrmals verkackt habe und zusätzlich auch noch die Müdigkeit, weil wir haben an den Tag davor haben wir mega lange gedreht. Und dann hatte ich an dem Tag auch noch Migräne gehabt, die ich einfach mit Tabletten versucht habe, irgendwie zu unterdrücken. Und irgendwie kam da alles auf einmal raus und das war einfach so ein Emotionsüberschwall gewesen. Ich glaube jetzt gerade aktuell no. Das Problem ist halt, dass sie für den Endergebnisfilm von der höheren Etage abspringen muss. Und ich war mir nicht sicher, ob sie nicht nur ein bisschen vielleicht Motivation gebraucht hat oder sowas. Deswegen bin ich einfach nochmal zu ihr hochgegangen und habe sie gefragt, was los war. Es ist genau wie unten, die gleiche Technik. Ich krieg's echt nicht hin, Schatz, wirklich nicht. Also so, meinst du so mental nicht, oder? Ja, mental nicht. Okay. Vielleicht kann ich dich googeln. Also ich hatte an dem Tag so ein bisschen das Gefühl so, wenn ich jetzt nicht springe, ist das Video nicht vollständig. Na? Ich dachte, ich krieg es hin. Why are you crying now? Ich weiß es nicht, ich sehe das Footage zum ersten Mal jetzt so. Also ist das okay für dein Make-up? Ja.
I mean, du hast schon echt viel gemacht. Ich war nur voll fokussiert auf diesen Endergebnisfilm, dass ich komplett vergessen habe, überhaupt an das Menschliche zu denken und irgendwie zu checken, so wie es ihr überhaupt ging nach all den ganzen Stunts. Ich meine, das war voll der lange Tag. Ja. Ich bin nicht gut im Aufmuntern, Schatz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist halt voll okay, Angst zu haben und zu sagen so, okay, dass du das nicht willst. Also du hast auf jeden Fall wirklich mehr als genug gemacht. Das erste Mal gedriftet, obwohl ich nicht mal wusste, ob du Auto fahren würdest. Ich glaube, das war sogar die größere Leistung, als du runtergesprungen bist. Ja. Außerdem wurdest du gezogen und bist geflogen. Ich wollte mich nicht enttäuschen. Ist doch keine Enttäuschung. Hauptsache, du hast Spaß. Und ich habe vorher noch so auf dicke Hose gemacht und dachte so, ja, das ist nichts und so. Und dann habe ich es doch nicht geschafft. Wir können noch mal hier hinkommen. Und dann noch mal jumpen. Ja. Wir schmeißen erstmal Memory Man runter und dann tauschen wir Hosen, Jacken. Leute, die jetzt von 5 oder 10 Meter weit gesprungen sind, die denken sich bestimmt so, ja, wow, das ist ja nix. Aber wenn man hier irgendwas falsch macht, dann bricht man sich halt irgendwas. Und deswegen sollte man immer auf das Bauchgefühl hören. Das hat Kiko hier gemacht. Und das ist auch das am sichersten so. Ich habe mich jetzt auch erstmal ein bisschen drin rangetastet, bin erstmal aus der ersten Etage gesprungen und dann, ja, habe ich ein paar Sprünge gemacht und dann geguckt. Optik ein bisschen anders. Sprung, original dasselbe machen, was du von da auf machst. Let's go. Boah. Sehr gut. Junge, es sind nur 2 Meter oder so höher, aber das ist so anders von da oben. Boah, also ich habe schon gut Schiss gehabt. Ich kann mir vorstellen, wenn Kiko da schon ein bisschen Angst hat, von da aus runter zu springen, war schon eine harte Überwindung, ey. Und dann haben wir angefangen zu filmen. 3, 2, 1. Okay. Ich bin voll am Schwitzen, Alter. Also am Ende des Tages habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass es voll krass auf den Rücken geht. Also am nächsten Tag habe ich mich wie ein alter Mann gefühlt. I mean, ich bin auch alt, aber ich habe mich richtig wie ein alter Mann gefühlt. Das ist auf jeden Fall nicht ohne sowas. Bau hat ja auch Bilder von meinen Beinen und von meinen Armen gemacht. Ich war gepolstert von oben bis unten eigentlich, aber die waren trotzdem alle durchgehend blau gewesen. Ich ziehe meinen Hut vor jedem Stunt-Performer ab. Man muss sich ja mal bewusst machen, dass super viele Leute, die bei so einem Projekt mitmachen, am Ende des Tages in dem Film nicht zu sehen sind. Aber jeder von denen ist einfach wichtig für das Projekt. Und ohne die Leute wäre das alles gar nicht möglich. Und für mich ist es nichts. Finally könnt ihr jetzt das Endresultat-Video anschauen, deswegen viel Spaß damit, Friends. Du bist gleich da, hier durch das Dorf. Hey Memory Man, wir müssen los. Okay. Zum Teufel, ich habe noch immer kein Netz. Ihr seid immer noch nicht da. Du und Memory Man müssen weiter. Muss chillen. Jo, chill da doch nicht so rum, wir haben's echt eilig. Hey! Wo sind die Daten? Ah! Das große Gebäude da müsst ihr rein. Hier müsstest du einen hohen Punkt finden können, wo du die Daten übertragen kannst. Du und Memory Man müssen da hoch. Memory Man? Jo, dafür haben wir gar keine Zeit! Schnell, hier müsstest du Netz haben. Ich brauche die Daten auf Memory Mans SSD. Okay, Herbst. Du und Memory Man müssen jetzt weg von hier. Sorry, Memory Man. Was? Wieso? Ein Meisterwerk. Schon entertaining. Also es sieht schon so ein kleines bisschen trashig aus vom Acting her, aber wir hatten auch nicht viel Zeit. Ne? Ich würde es in mein Acting-Reel mit aufnehmen. Dankeschön! Hier ist der Link zum Behind-the-Scenes-Video von Memory Man, falls ihr mehr darüber sehen wollt, wie ich Content für meinen Kanal produziere. Danke an Stuntis auf jeden Fall, dass wir mit diesem coolen Roboter abhängen durften.
durften, auch weil sie die gesamte Produktion mit ihren zuverlässigen Laufwerken und Speicherkarten unterstützt haben. Ohne die wäre die Arbeit mit so viel Footage einfach nicht machbar gewesen. Bis die Tage, Brudi, hauen Sie rein.